Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist ein niegelnagelneuer Auspuff und der ist hier schon gerissen. Der ist wenige Kilometer gelaufen und dann hat der Fahrer gemerkt, von wegen hier stimmt irgendwas nicht. Der Auspuff wurde wieder demontiert und da hat man gesehen, der ist tatsächlich in der Schweißnaht gerissen. Jetzt könnte ich den einfach wieder zusammendrücken, einfach nachschweißen, alles wäre gut. Problem ist aber, der klappert auch. Also müssen wir ihn auseinanderschneiden und dann werden wir gleich mal gucken, warum der eigentlich gerissen ist. Und dann werden wir ihn wieder fach- und sachgerecht, also ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, wieder zusammenschweißen. Und dabei sind so viele interessante Sachen, die wir dabei besprechen können, zum Edelstahlschweißen, zum Auspuffschweißen, aber auch allgemein zum Wickschweißen. Und darum gucken wir uns das heute mal im Detail an. Ich habe mich hier schon mal ein bisschen warm geschweißt mit diesem wunderschönen Würfel, den werden wir uns natürlich auch angucken. Also wir haben eine Menge vor, legen wir los. Also schneiden wir den Kumpel erstmal auseinander. Mit einer großen Flex würde ich da nicht rangehen, die ist zu rabiat. Ich nehme hier einen Mini-Winkelschleifer. Sowas wollte ich schon immer mal haben. Von Bosch, die sind sehr, sehr beliebt und weit verbreitet. Die kosten dann aber 160, 180 Euro und da ist nicht mal ein Ladegerät dabei. Ich habe ein Gerät von Stahlwerk, das kostet 50 Euro oder nicht mal 50 Euro. Da ist ein Akku dabei, da ist ein Ladegerät dabei und da hat man einen kleinen, kompakten Winkelschleifer und mit dem kann man sowas natürlich perfekt auseinanderschneiden. Den kann man in einer Hand nehmen und in der anderen Hand dreht man ganz vorsichtig den Auspuff und kriegt dann wirklich ein schönes Ergebnis. Hier bin ich hinterher einmal mit einer Scheibe rübergegangen, das nochmal so ein bisschen zu glätten, den Grat abzunehmen und dann hat man hier wirklich so ein Ergebnis. So schön sauber und ordentlich kriegt man das damit hin. Was mich jetzt erstmal stark verwundert, hier ist so ein Lochblech mit Flanschen und so sieht das da drin auch aus. Also ich hätte eigentlich gedacht, von wegen, also ich bin jetzt kein Kfz-Experte, gerade so in diesem Tuning-Bereich. Ich hätte eigentlich gedacht, da ist mehr Innenleben und hier ist noch irgendeine Wolle drum oder irgendeine Isolierung drum oder sowas. Hier ist in dem Fall gar nichts drum, das wundert mich ein bisschen. Aber gut, ich bin Schweißer, ich soll das Ganze wieder schön zusammenschweißen. Und da sieht man erstmal relativ schnell, warum das Ganze klappert. Das heißt hier, das ist alles schon abgerissen. Das sind 5, 6 Punkte gewesen und hier hinten am anderen Ende sind im Prinzip nur noch 2 dran. Und dadurch hat das Ganze natürlich schon immer geklappert. Dann war es hier noch gerissen. Da war die Festigkeit auch nicht mehr da. Und ich denke mal, das Klappern können wir schon abstellen, wenn wir hier ganz einfach das vernünftig wieder anschweißen. Man sieht auch relativ schnell, warum die Naht hier wieder gerissen ist. Man hat hier innen noch schöne dunkle Anlauffarben. Das ist von der Kehlnaht, da hat man schon kräftig Wärme reingebracht. Da sieht man auch, die ist nicht so filigran. Die hat jemand mit der Hand geschweißt. Hat man starke Anlauffarben. Ich werde das gleich komplett abnehmen. Hier erstmal einmal beschleifen, bevor ich das Innere wieder ansetze. Aber bei der äußeren Naht sieht man fast nichts. Ich habe zwar hier alles nachgeschliffen, aber hier sieht man das auch. Man kann sich die Naht hier oben auch angucken. Die ist wirklich ultra filigran. Das ist toll. Das hat auch wahrscheinlich keiner mit der Hand so hingekriegt. Also denke ich mal nicht. Das ist maschinell geschweißt. Da ist die Schweißgeschwindigkeit, also die Drehzahl von der Drehvorrichtung viel zu hoch und die Leistung viel zu gering. Da hat man hier so eine kleine filigrane Naht. Das sieht natürlich auf den ersten Blick wirklich toll aus, aber hält natürlich nichts. So ein Auspuff brauche ich euch nicht erzählen. Der wird dann beim Fahren heiß, hinterher kühlt er wieder ab, dadurch entstehen Spannungen und dann reißt so eine Naht innerhalb kürzester Zeit wieder. Im Prinzip ist das hier eine Ziernaht, die hat wirklich keine Festigkeit und hat auch keine vernünftige Wurzel, die da geschweißt wurde. Und das kann ich euch auch ganz kurz an einem Beispiel zeigen. Hier habe ich diesen Würfel eben mal kurz geschweißt und da sieht man, wenn man da reinguckt und die innere Naht sieht, da hat man so eine richtig schöne, feine Wurzel und so soll das wirklich aussehen. Das ist wirklich, wenn man vernünftig durchgeschweißt hat und sollte das Ziel jeder Schweißnaht sein, dass man hier vernünftig durchschweißt. Und wenn wir es gleich nochmal schweißen, dann leiten wir von innen Schutzgas rein, ganz einfach, um die Naht von innen zu formieren. Dazu mal eine ganz einfache Grundlage zum sogenannten Edelstahl. Fachlich korrekt ist es ein Chrom-Nickel-Stahl. Das heißt, hier sind Legierungselemente Chrom und Nickel drin und die reagieren mit dem Sauerstoff in der Luft und dadurch bildet sich eine sogenannte Passivschicht. Und das schützt den Werkstoff vor Korrosion. Und wenn diese Passivschicht beschädigt ist, oder sich nicht wieder richtig ausbilden kann, dann kann der Werkstoff auch rosten. Und das ist natürlich im extremen Fall so, wenn das hier so richtig verbrannt ist. Das heißt, das kann anfangen zu rosten. Es ist ein sehr dünner Werkstoff, vielleicht so 1 Millimeter. Dann kann das Ganze ganz einfach wieder durchrosten. Und grundsätzlich sollte man sich merken, je heller die Anlauffarben, desto weniger ist die Korrosionsbeständigkeit von diesem wunderschönen Werkstoff zurückgesetzt.
Also sowas hier, wo die Fläche richtig verbrannt ist, das kann man nur abnehmen, kann man nur beschleifen. Sowas hier ist natürlich überhaupt kein Problem. Wenn man da irgendwie die Anlauffarben weghaben will oder wenn sie ein bisschen dunkler sind, einfach mit einer Drahtbürste vernünftig mechanisch das Ganze entfernen. Das reicht auch vollkommen aus. Problem ist natürlich nur, wenn ich hier so einen Behälter habe, wie diesen Auspuff. Hier komme ich ja von innen hinterher nicht mehr rein. Dementsprechend muss ich das Ganze natürlich im Vorfeld schon schützen. Und das macht man durch sogenanntes Formieren. Das heißt, hier lässt man ganz einfach Argon rein. Und das machen wir natürlich gleich. Ich werde das erstmal wieder zusammenheften und natürlich das hier innen wieder ordentlich machen. Ach so, und diesen wunderschönen Würfel, den habe ich neulich bei Temu bestellt. Ist also kein Witz, ich bestelle da normal eigentlich nie was. Habe da aber was gefunden, was ich im Internet gesucht habe und dann wurde der mir plötzlich angezeigt. Das ist einmal dieses Gerüst und das ist noch ein innerer Teil, das ist ein Emotionswürfel. Das heißt, der ist glücklich, der ist fröhlich, der ist völlig verärgert, der ist nur ein bisschen verärgert, der ist traurig. Man kann also jetzt jeden Tag würfeln, wie man sich dann hinterher zu fühlen hat. Nebenbei natürlich ein ganz tolles Projekt, um so ein bisschen Schweißen zu üben. Ich werde den auf jeden Fall mal fertig schweißen. Vielleicht finde ich ja jemanden, der den auch mal vernünftig günstig in Deutschland anbietet, weil im Prinzip ist das eine sehr schöne Sache. Und die Würfel mit den Zahlen, die habe ich ja jetzt jahrelang immer schon durchgeschweißt. Irgendwann braucht man auch mal wieder was Neues und da ist das natürlich perfekt. So, jetzt habe ich hier einfach ringsrum schöne Punkte gesetzt. Die sind schön hell, die sind richtig schön aufgeschmolzen. Das sieht also gut aus. Ich denke mal, das wird für die nächsten Jahrzehnte halten. Und habe hier auf den Ring zusätzlich auch 4 Punkte gesetzt. Das hat ganz einfach den Effekt, dass ich den Durchmesser damit minimal vergrößern kann. Und somit habe ich das Spiel hier weg. Dieses Spiel wird der Punkt gewesen sein, was hier zum Klappern geführt hat. Das ist nicht so, dass sich das Ganze bei Wärmeausdehnung hier nicht mehr bewegt oder so. Aber es wird dafür sorgen, dass es hier wirklich nicht mehr klappert. Und jetzt setze ich das Ganze zusammen und kann das richtig schön erstmal abheften mit 4 Punkten. Und dann gehen wir weiter zum Formieren und Schweißen. Beim Heften merkt man jetzt natürlich auch, wie dünn das Blech ist. Ich habe jetzt hier gerade mal 40 Ampere für kleine Heftpunkte. Das Blech hier von dem Auspuff an sich scheint irgendwo so 2 mm zu sein oder 1,5 mm, denke ich mal. Das hier oben ist dann wahrscheinlich so 0,8 oder maximal 1 mm. Ist schon sehr dünn jetzt, das durch das Abtrennen, Nachschleifen und so hat man schon sehr, sehr dünnes Material. Das kann man aber problemlos heften. Und wichtig ist beim Wickschweißen immer im 4-Takt arbeiten, dann einen ganz kleinen Zündstrom haben. Dann kann man sich immer positionieren, kann starten im Zündstrom und dann kann man hier kleine Punkte setzen. Das ist beim Wickschweißen, gerade von so filigranen Aufgaben, natürlich immer ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt ist es so, dass man nach jedem Punkt da vorsichtig mit dem Hammer draufhauen kann. Beim Wickschweißen ist es so, die Hefter sind wirklich noch flexibel im warmen Zustand. Das zieht dann richtig schön ran. Kriegt man hier ein schönes Ergebnis. Das Ganze kleben wir ab. Ich formiere seit Lebzeiten immer mit Tesa Crepe. Das heißt, hier kommt Tesaband überall rum, alles wird vernünftig abgeklebt. Hier oben bleibt das Ganze offen, hier hinten ist das Ganze auch zu. Hier habe ich einen Schlauch reingelegt, ich habe einen Flowmeter, stelle da 4-5 Liter ein und dann strömt hier ganz langsam das Gas ein. Und das ist ja jetzt Argon, wir wollen formieren, hier ist Sauerstoff drin. Argon ist schwerer als Sauerstoff. Das heißt, wenn ich hier ganz vorsichtig Gas reinleite, dann legt sich das ganz vorsichtig unten runter, drückt dann irgendwann den Sauerstoff durch diesen kleinen minimalen Spalt hier raus. So ist die graue Theorie. Was man hier falsch machen kann, was viele wirklich falsch machen, ist, dass man hier einfach 20 Liter Argon reinballert. Dann passiert Folgendes, das Ganze vermischt sich relativ schnell und dann hat man hier so ein Argon-Sauerstoff-Gemisch. Und bis das dann da draußen ist, evakuiert ist, das dauert wirklich sehr lange. Also alle, die irgendwo Ahnung haben vom Formieren, ganz vorsichtig 4-5 Liter hier reinlassen. Dann setzt sich das ganz vorsichtig am Boden ab, drückt das Ganze dann hoch. Wenn es ein großer Behälter ist, dann dauert das halt auch mal. Hier dauert es auch mal ein paar Minuten. Ich lasse jetzt hier 4-5 Minuten bei 4-5 Liter reinströmen. Anschließend habe ich wirklich den Sauerstoff schon gut verdrängt. Dann drücke ich einfach hier drauf und lasse 10 Liter rein. Ich beuge mich hier vorne so an die Kante und lasse jetzt die Kante, verschweiße die schön. Natürlich mit ein bisschen Zusatz. Hier hat man immer so kleine Spalte von wegen. Da muss man also auf jeden Fall mit Zusatz schweißen. Wir wollen ja auch wirklich eine gute Einschmelzung haben. Und das schweißen wir dann erstmal und dann zeige ich euch nebenbei natürlich auch meine Einstellung. So, das ist jetzt das Ergebnis, zeige ich euch natürlich auch komplett. Kann man hier drehen, wie man will.
Ich denke mal, das sieht ordentlich aus. Das ist natürlich nicht so filigran wie die Naht hier hinten. Da sieht man auch, die ist maschinell geschweißt. Das ist jetzt mit der Hand nachgeschweißt, ne? Mit Zusatz. Aber das ist auf jeden Fall eine Naht, da braucht man sich keine Gedanken machen. Die wird die nächsten 20 Jahre halten. Ich denke mal, eher geht das Auto den Geist auf, bevor diese Naht hier am Auspuff reißt. Richtig schön geschweißt, so es funktioniert auch gut. Wer noch nie mit Schutzgasatmosphäre geschweißt hat, also dass man eine formierte Naht hat, das ist wirklich ein Erlebnis. Also das lässt sich ganz anders schweißen, als wenn man hier kein Schutzgas drin hätte. Man hat hier eine viel höhere Stabilität, man kann hier richtig schön schweißen. Man sieht das in den Videoaufnahmen. Ich habe immer ein Stück geschweißt, dann habe ich das Kreppband wieder abgezogen, bis ich dann irgendwann das Ganze komplett einmal rumgeschweißt habe. Und dann guckt man sich das Ganze nochmal an, begutachtet das visuell, ob man hier irgendwo Stellen drin hat. Ich sehe jetzt hier auf den ersten Blick nichts. Muss hier gleich nochmal nachgucken. Das ist ein bisschen dünner, nur die Naht. Ist auch okay. Ja, ich habe hier ein, zwei Stellen, da hatte ich ein bisschen dick geheftet. Das ist ein bisschen doof. Aber ansonsten bin ich hier wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und jetzt werde ich hier hinten, damit die Naht auch nicht gleich wieder reißt, werde ich das Ganze hier hinten auch nochmal nachschweißen. Das heißt, hier auch nochmal unter Schutzgasatmosphäre nochmal richtig schön einen rumschweißen. Das Ganze werde ich auch mit ein bisschen Zusatz machen, dass man hier auch wirklich eine gute Festigkeit hat. Jetzt kann man sich das hier auch angucken. Das sieht auch wirklich wunderschön aus. Einmal richtig schön nachgeschweißt. Jetzt ist natürlich noch eine Frage offen und das ist das Wichtigste. Wie kriegt man so schöne Anlauffarben hin? Und auf der anderen Seite, welche Einstellungen hast du verwendet? Und da muss man ganz klar sagen, Anlauffarben sind ein Punkt von Wärmeeinbringung. Das ist natürlich Übung. Dafür empfehle ich wirklich solche Würfel. Da kann man das toll dran üben. Auf der anderen Seite ist es eine Gasabdeckung und auf der anderen Seite Einstellungen. Wir gucken uns erstmal die Einstellungen an. Gas habe ich natürlich schon wieder abgedreht. Ich habe das Ganze geschweißt mit der AC/DC WIC 200 Puls Pro von Stahlwerk. Ist ein sehr, sehr bezahlbares WIC AC/DC Schweißgerät. Kann man also auch Aluminium mitschweißen. Und das bietet alles an Einstellungen, was man sich irgendwo vorstellen kann. Ich bin hier ganz normal im Puls, habe eine ganz normale Schweißrampe. Das heißt 0,4 Sekunden Gasvorströmzeit. Hotstart ist hier bei 30. 5 Ampere Startstrom, der ist mit 5 Ampere so niedrig, dass man wirklich im Startstrom nicht schon irgendwie Material aufschmelzt. Dann 0,5 Sekunden Anstiegsrampe und das Wichtige ist halt jetzt der Puls. Da habe ich 50 Ampere im oberen Strom, 20 Ampere im unteren Strom und das Ganze mit 1 Hertz. Und dann kann man sich die restlichen Einstellungen noch angucken. 0,2 Sekunden Absenkung, 5 Sekunden Endstrom und ich habe 10 Sekunden Gas-Nachströmzeit. Also eine richtig lange Gas-Nachströmzeit und wichtig im 4-Takt schweißen. Das heißt, ich zünde hier mit meinem Zündstrom, kann mich immer erstmal orientieren. Wenn alles in Ordnung ist, dann lasse ich den Taster los. Das ermöglicht ja der 4-Takt. Dann schweiße ich und beim Schweißen habe ich immer einmal Leistung da, einmal ist die Leistung weg. Einmal Leistung da, einmal Leistung weg. Das sorgt dafür, dass ich genug Leistung habe, den Werkstoff aufzuschmelzen, mir aber das Ganze nicht wegläuft. Das ist wirklich der zentrale Punkt. Das ist die Einstellung, die ist wichtig. Dann, wie gesagt, formiert das Ganze und natürlich hier eine vernünftige Gasabdeckung. Diese Gasabdeckung ist hier zum Beispiel bei so einer großen Düse sehr gut gegeben. Da ist eine Düse und hier vorne ist ein Sieb, ähnlich wie bei einem Wasserhahn, den man zu Hause hat. Und dann hat man hier eine riesengroße Schutzgasabdeckung. Und der dritte wichtige Punkt ist natürlich die Wärmeeinbringung. Und eine Wärmeeinbringung ist ganz einfach Übung. Und da sind solche Übungsstücke natürlich perfekt. Ich kann da auch noch mal ein Video zu machen, wo ich das noch mal im Detail zeige, erkläre. Gerne, aber das ist halt einfach Übung. Das muss man halt einfach üben. Und dann kriegt man mit ein bisschen Geduld auch wirklich mit der Zeit solche Ergebnisse hin. Und was natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die Sicht auf den Prozess. Da ist ein guter Schweißhelm wichtig. Ich verwende immer gerne im bezahlbaren Bereich den Titan. Den kann ich hier unten auch noch mal verlinken. Der kostet so 60, 70 Euro, hat man wirklich eine bombastische Sicht. Und auf der anderen Seite ist zusätzliches Licht wirklich immer wichtiger, je älter man wird. Je älter man wird, desto weniger nimmt man den Kontrast wahr.
und das Auge kann das schlecht ausblenden. Das heißt, man hat hier sehr hellen Lichtbogen, alles darum ist sehr, sehr dunkel und das verwirrt das Auge. Wenn man hier zusätzlich eine Beleuchtung reinbringt, dann kann das oft der absolute Gamechanger sein. So, ich werde den Auspuff noch mal so ein bisschen nachbürsten, Kleber ab und dann kann der wieder untergebaut werden. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Alles, was ich hier verwendet habe, wie gesagt, Düsen, Helm, diesen kleinen wunderschönen Schleifer und natürlich das Schweißgerät, verlinke ich alles unter dem Video. Wenn es dazu noch Fragen gibt, dann mache ich dazu natürlich auch noch mal gerne ein weiteres Video. Hier mache ich vielleicht noch mal ein kleines Testvideo. Da kann man auch so schöne Sachen mit zeigen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Bis dann, euer Manni.